Hi Michael. Hi Marius. Hi community. So today CFight is 9 years old. It really is an amazing achievement for any browser game to be a success for so long. Ja, und dazu möchten wir CFight nicht nur als solches vorstellen, sondern uns einfach mal die Frage stellen, wer ist CFight, wer steht dahinter, wer ist an der Entwicklung beteiligt. Die alten Hasen sowie die jungen Mitarbeiter werden uns heute einige Fragen beantworten. Ich bin André, der Art Director von CFight. Buenas, soy Juan y trabajo en CFight como desarrollador de backend. Ahoj, já jsem Růžena, Customer Service Manager pro Českou a Slovenskou republiku. Je suis Audrey et je suis Localization Project Manager. Hallo, ich bin Wolfgang, ich bin einer von 2 International Community Managern von CFight und ich bin zuständig für die deutsche Community. Ich bin Ingo, ich bin Game Designer im CFight-Team. Hallo, ich bin Matze, ich bin Quality Manager bei CFight. Hallo, mein Name ist Jan-Yves, ich bin der Producer von CFight. Mein Name ist Erik und ich bin Game Designer bei CFight. V Big Pointu jsem asi půl roku, takže půl roku. Donc ça fait 3 ans que je travaille à Big Point, notamment avec CFight, mais aussi avec toutes les autres équipes de jeu. Ich arbeite jetzt seit knapp 14, 15 Monaten, so seit Winter 2013 im CFight-Team. Im Team bin ich jetzt 2 Jahre. Seit ungefähr 2,5 Jahren. Pues yo trabajando con el equipo pues casi 2 años, 1 año y medio, por ahí. Ich bin mittlerweile seit 8 Monaten bei CFight an Bord. Seit ungefähr 2,5 Jahren, würde ich jetzt sagen. Also seit 5 Jahren bei Big Point, 2,5 Jahre bei CFight. Ich arbeite jetzt bei CFight seit 4 Jahren und 3 Monaten. Das Beste an CFight ist eigentlich, dass es nie langweilig wird, weder tagsüber noch nachtsüber und dass viele verschiedene Dinge passieren. Also immer wieder gibt es neue Events und es gibt eigentlich keine Routine und das ist das Beste. Am meisten macht mir Spaß, mit meinen Artists an der neuen Vision von dem Spiel zu arbeiten und insgesamt das Teamwork an sich. Ce que je préfère dans ma collaboration avec CFight, c'est que les collègues sont super sympas et ils ont ce côté un peu pirate dans le sens où ils sont un peu fous et donc on s'amuse beaucoup. Mais à la différence des pirates, ils sont pas constamment sous, juste ça leur arrive parfois. Já nepracuji přímo v CFight týmu, ale pracuji úzce s community managery Michaelem a Mariušem. No a oni jsou takový vtipní kluci, takže s nimi mají hodně srandy, takže to je asi nejlepší. Das Interessanteste an der Arbeit ist es tatsächlich, mit der Community zusammenzuarbeiten. CFight macht im Allgemeinen viel Spaß, das Arbeiten in der Gaming-Branche macht viel Spaß, aber das Team ist sehr professionell, obwohl es sehr klein ist. Und ja, also als Quality Manager hat man viele spaßige Bereiche, auch manche stressige. Spaßig ist zum Beispiel dann eben Exploits zu finden, bevor es die User finden. Pues sin lugar a dudas el equipo es excelente y lo pasamos genial, es un pasón. El ambiente es muy distendido, muy relajado y el trabajo en sí, picarse el código, pues es muy interesante. Dass man mit so vielen Leuten, verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann, um etwas Neues in die Wege zu bringen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall mit dem Team zusammenzuarbeiten. Wir haben meines Erachtens einige der kreativsten Köpfe hier der Firma mitunter im Team und das ehrt mich natürlich auch und vor allen Dingen macht es Spaß, jeden Tag mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Eine große Herausforderung ist, den Überblick zu behalten. Das ist ein super altes Projekt und es kommt ständig neuer Content dazu. Kurze Entwicklungszeiträume, man muss sehr kommunikativ sein und man muss auch Stress abkönnen und trotzdem eben in der gewünschten Zeit natürlich auch die richtige Qualität liefern. Bueno, el código es realmente antiguo, tiene ya 9 años, entonces ha metido mano montones de personas. Entonces, claro, como en cualquier proyecto tan gigantesco, si quieres hacer un cambio muy radical, pues que te puedes cargar un montón de cosas que ya están funcionando y eso es duro, así que tenemos bastante cuidado, pero es lo que le hace interesante el asunto. Tak mou prací je informovat moje týmy, to znamená můj tým supportérů, adminů pro českou a slovenskou komunitu. Snažím se, aby měli všechny informace, aby všechny jejich tooly pracovaly, aby mohli co nejrychleji a nejkvalitněji odpovědět vám hráčům, když máte jakýkoliv problém nebo potřebujete jejich pomoc. Le plus grand challenge que j'ai au boulot, c'est que la traduction intervient en tout dernier lieu. Et donc, on a très peu de temps pour
pour envoyer les traductions. Ça veut dire travailler un peu dans l'urgence, essayer de trouver des informations à fournir aux traducteurs pour qu'ils ne traduisent pas à l'aveugle. Et oui, faire tout ça très rapidement et en tenant compte aussi du fait qu'on ne travaille pas que pour Seafight, mais aussi pour toutes les autres équipes de jeu. Et donc voilà, il faut être très rapide. En général, on a 15 jours ou 2 et il faut renvoyer tous les boulets de canon qu'on nous envoie le plus vite possible. Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, das Spiel jetzt visuell in der Qualität zu erhöhen. Gleichzeitig aber auch zu schauen, dass man gut mit dem Erbe von dem Spiel umgeht. Das heißt also nicht einfach neue Grafiken drüber bügeln, sondern schauen, dass man schon im Stil des alten Spiels bleibt, nur halt in einer moderneren Version. Die größte Herausforderung ist es tatsächlich, mit der Community zusammenzuarbeiten. Die größte Herausforderung ist es eigentlich, die Wünsche der Community immer genau im Auge zu behalten. Wir kriegen ja von den Moderatoren da auch immer sehr, sehr viel an die Hand gegeben und das dann mit dem zu harmonisieren, was wir hier machen. Also dass man da einen gemeinsamen Konsens findet. Die größte Herausforderung ist es, die Motivation des Teams möglichst immer sehr weit oben zu halten. Wenn wir nicht nur einfach einen Haufen von guten Programmierern und kreativen Grafikern sind, sondern halt vor allen Dingen auch ein motivierter Haufen, dann gibt es relativ wenige Dinge, die uns unmöglich sind. Von so her, das wäre auf jeden Fall zu nennen. Meine größte Herausforderung ist, Events so zu bauen, dass alle Leute partizipieren können. Auch ich spiele Konsolen- und PC-Spiele. Momentan spiele ich Destiny, Assassin's Creed, ein bisschen Diablo und ein paar Rennspiele. Dem Job geschuldet spiele ich so gut wie jedes Spiel, aber gerne auch privat MMOs. Mám ráda akční hry. Momentálně moje nejblíbenější je náš titul Shards of War. Sice ho skoro žádný holky nehrajou, ale já jsem výjimka a baví mě to. Jinak mám ráda jump and runky mobilní, Subway Surfer nebo teďka nově hraju Minion Rush. Pues un montón, la verdad. Joder, estoy todo el día viciándome, macho. Estoy jugando ahora el Deus Ex Human Revolution, el Deus Ex normal, Crysis, StarCraft, no sé, lo que me apetezca, pero son un montón a la vez. Ich spiele Battlefield und wenn ich da noch Zeit finde, manchmal auch The Witcher. Je joue surtout aux jeux sur console. Donc, mes jeux préférés sont tous les GTA, particulièrement San Andreas, qui reste un classique pour moi. Et autrement, en ce moment, je joue à FIFA, mais bon, je ne suis pas une pro, et à Destiny, par exemple. Zu Hause natürlich den Klassiker Civilization, immer super gewesen. Und ansonsten habe ich eine kleine Schwäche für Flugsimulatoren. Also ich fliege ganz gerne War Thunder. Naja, ich bin so ein kleiner Liebhaber der Echtzeitstrategiespiele, das heißt StarCraft 2 hat es mir sehr angetan, aber auch ab und zu spiele ich auch was anderes, War Thunder zum Beispiel, League of Legends, etc. pp., was es da so auf dem Markt gibt und natürlich Seafight. Also in den letzten Monaten habe ich sehr intensiv GTA 5 gezockt, zuletzt sehr viel Alien Isolation und eigentlich auch immer jedes FIFA-Spiel. Ich zeichne gerne große Architekturgebäude ab, meistens sogar vor Ort, ein bisschen Fotografie und ansonsten Lesen, Filme und ja, Spiele. À part les jeux vidéo, un peu comme tout le monde, j'aime bien aller à des concerts, j'aime bien voir des films, voir des expos et puis voyager autant que possible. Ve volném čase stojím na hlavě. Se asi ptáte, co to znamená. Cvičím jogu a jinak ráda běhám, zajímám se o módu, chodím ráda s dětskama na kavčo, popovídat, do přírody, cestování. Ich reise gerne, ich wandere gerne, ich gehe ins Kino, ich lese Bücher, all das, was man so. Ich mache leidenschaftlich gerne Musik, ich reise gerne und verplemper auch gerne mal meine Zeit. Pues cualquier cosa que tenga ciencia ficción y naves dentro me vale, ¿sabes? Leído, visto, ¿sabes? Lo que sea. Muchos tipos de música, heavy metal, música clásica, un montón de movidas. Y peli de los 80, ¿sabes? Sí, cosas así. Ich spiele gerne Tischfußball. Seafight. Boxen. Den
Seafight-Geburtstag, ja, wie feiere ich den? Also wahrscheinlich wird es Drinks für alle geben. Pour l'anniversaire de Seafight, j'hésite encore entre soit jurer comme un pirate toute la journée, mais je crois que tout le monde n'appréciera pas forcément. Par exemple, le chauffeur de bus va peut-être pas apprécier que je le traite de marin d'eau douce, par exemple. Ou lancer des sorts sur mes collègues avec une petite poupée voodoo. Ça, j'hésite, ça dépendra de s'ils sont gentils avec moi ou pas. Wir gehen zum Hamburger Hafen mit dem gesamten Seafight-Team und dann werden wir mal schön ein Schiff kapern. O posiblemente el equipo, ¿sabes? Nos hagamos una conga, ¿sabes? En la oficina y nos pongamos ahí a hacer la hora, lo que fuera. Ich versenke ein Schiff in der Hafen City. Wahrscheinlich werde ich an meinem Arbeitsplatz sitzen und hoffen, dass alles glatt läuft. Hard and fast, es auf Deutsch zu sagen, hart und schnell. 9. narozeniny Seafight. Tak to je skvělá příležitost si dát 9 muffinů, osladit si život. A možná to zapít 9 rumy. To nezní špatně. Ale myslím, že k tomu něco chybí. Správný kostým. Kostým pirátské holky. We hope you enjoyed getting to know just a few members of the Seafight team. 9 Jahre Seafight, wir danken euch, der Community, dank der das Spiel immer noch nach 9 Jahren erfolgreich besteht. Wir hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu. Until next time. Bis zum nächsten Mal.